Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehlitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend, schauen einmal auf das Tierwohl-Label. Fangen wir nur dafür mal etwas anders an. Wir haben bereits darüber geredet, dass wir jedes Jahr fast 80 Kilo Essen wegwerfen. Jeder einzelne von uns. Und wir haben darüber gesprochen, wie trotzdem Menschen immer noch containern müssen, um sich aus unseren und den Abfällen der Supermärkte wenigstens eine Suppe kochen zu können, weil ihnen Sozialhilfe oder gar der Mindestlohn nicht zum Leben reicht. Wir haben uns angeschaut, wie das Klimapaket der Bundesregierung so ziemlich alles macht, nur eben nicht das Klima schützt. Zudem fliegen jedes Jahr immer mehr Menschen, denn Fliegen ist kein Luxus mehr, sondern billiger denn je. Und wir wissen nur zu gut, wie sehr das Fliegen die Umwelt belastet. Aber worüber wir bisher noch nicht geredet haben, sind Tiere. Also nicht die von der AfD oder der CDU in Sachsen-Anhalt oder der AfD in der CDU in Sachsen-Anhalt. Und ich meine auch nicht unsere Haustiere, für die wir fast 5 Milliarden Euro jedes Jahr ausgeben. Denn unsere Haustiere sind uns lieb und heilig, das sind fühlende Lebewesen und müssen dementsprechend gehegt und gepflegt werden. Ganz im Gegenteil zu ihren tierischen Kollegen, die in den Zehntausenden Stellen dieser Republik nur darauf warten, auf möglichst engem Raum ein schlechtes Leben zu haben, nur um dann von uns gefressen zu werden. Denen wir aber ganz klar die Fähigkeit zu fühlen aberkannt haben. Denn niemand will, wenn er sich gerade genüsslich das Schweinesteak für 4,99 das Kilo in sich hineinbaggert, wissen, dass dieses Schwein eine Seele hatte und sich ganz bestimmt nicht darauf gefreut hat, nun in deinem Magen zu landen. Nicht nach der Tortur, die es in seinem Leben dafür erfahren musste. Um uns alle aber etwas mehr an dieser Tortur teilhaben zu lassen oder wenigstens mal darüber nachdenken zu können, gibt es das sogenannte Tierwohl-Label. Ein echter Klassiker der deutschen Küche, das Schweineschnitzel. Wie das Tier aufgezogen wurde, soll das Logo zeigen. Die Stufe 1 steht für das gesetzliche Mindestmaß an Tierwohl und Stufe 4 die höchste für Bio. Viele Supermärkte machen mit, darunter die großen Discounter. Die Kennzeichnung gilt für Schwein, Geflügel und Rind. Je nachdem, wie viel Platz, Beschäftigungsmaterial und Frischluft die Tiere haben, ändert sich die Stufe. Entscheidend ist also, ob es wie hier offene Fenster gibt oder ob Spielzeug im Stall vorhanden ist. Wow, das ist ja mal ein Hammer-Game. Aber schauen wir doch das Label einmal selber an. Bei Stufe 1, also der niedrigsten Form, gelten nur die gesetzlichen Mindeststandards und die Farbe ist dazu passend, nämlich rot. Standards also, bei denen ein Schwein zum Beispiel in einem 0,75 Quadratmeter großen Mastkäfig gehalten werden darf. Selbst in einer vollgestopften U-Bahn zur Rush-Hour hat man mehr Freiraum. Oder dass es bei der Kastration der männlichen Schweine keine Betäubung gibt und dass erst frühestens 2021 verboten ist. Und die Schweine also aktuell bei vollem Bewusstsein kastriert werden. Und jeder, der schon mal eine Schnittwunde im Krankenhaus hat nähen lassen, weiß nicht einmal ansatzweise, was das für eine Qual für ein Schwein sein muss. Also nächstes Mal guten Appetit bei der Tierwohl-Label Stufe 1, eins wie ein an der Waffel zu haben, das freiwillig zu fressen. Bei Stufe 2 der Stallhaltung Plus, da hat sich wohl jemand zu viel von den Arbeitsbedingungen von Apple Plus inspirieren lassen, ist die Farbe schon blau. Und das Schwein hat wenigstens 0,9 Quadratmeter zum Leben. Wow, wohin nur mit dem vielen Platz? Kommt die Couch jetzt in die Ecke mit den 30 Zentimetern dort oder in die andere Ecke mit den 30 Zentimetern dort? Warum auch immer Stufe 3 nun orange ist und selbst auf Verpackung fast schon wieder rot aussieht, nun aber ganz fresh Außenklima heißt. Nur bedeutet dies nun nicht, dass um den Stall herum ein Auslaufgebiet gebaut wurde, sondern Außenklima bedeutet Außenklimareiz. Das heißt dann, dass so Hammerspiele in den Ställen installiert werden, wie dieses coole Stück Stahl an einer Kette, das Death Stranding im Sony Play Stahl. Während nun in Stufe 4, die letzte Stufe, grün ist, Premium. Das kann dann Bio sein, aber auch weiterhin konventionelle Tierhaltung, nur halt mit einem kleinen Bändchen um die Pfote für den All-Inclusive-Bereich. Aber wie sieht es denn aus? Was wird am meisten verkauft? Bitte
bitte lass es Stufe 4 sein. Am häufigsten wird Fleisch der niedrigsten Stufe verkauft. In der Stufe 2 gehen wir davon aus, dass wir vielleicht eine Marktabdeckung von 1-2% dann haben. Und bei den Stufen 3 und 4 wird es auch in dieser Größenordnung 2% möglicherweise sein. In den Supermärkten dominiert also weiterhin das Billigfleisch mit einem Mindestmaß an Tierschutz. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will im nächsten Jahr für mehr Tierwohl sorgen mit dem staatlichen Label. Es soll viel umfassender sein. Die Puten haben aber nichts davon, denn dieses Label gilt vorerst nur für Schweine. Und das ist vollkommen richtig, dass dieses Label nicht für Puten gilt. Denn wir alle wissen, was die doofen Puten schon für schreckliche Dinge in unserer Menschheitsgeschichte angestellt haben. Schreckliche Dinge wie zum Beispiel durch Attila die Pute oder Chinggis Pute oder Wladimir Pute. Dass aber auch weiterhin nur 3-4% Fleisch verkauft wird, das aus Stufe 2 bis 4 stammt, macht das Tierwohl-Label am Ende zu einem echten Rohrkrepierer. Wie leider die vielen anderen Labels davor auch schon. So gibt es zum Beispiel das Tierschutzkontrolliert-Label der Organisation Vier Pfoten, das in Silber und Gold vergeben wird. Oder das Neuland-Label vom Neulandverein für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung e.V., welches in seinen Flyern eher wirkt wie eine Unternehmensberatung als wie ein Tierschutzverein. Und es gibt das für mehr Tierschutz-Label des Deutschen Tierschutzbundes, das es mit 1 oder 2 Sternen gibt. Und anders als die lieben Kollegen von Neuland bekommen die Prüfer dafür kein Geld. Also kann es sein, dass die Verpackung am Ende vollgeklebt ist mit Tierwohl-Label und dann trotzdem weiter in der Verkaufsablage liegen bleibt, weil das Tierwohl uns Konsumenten leider ein paar Cent zu viel kostet. Und auch, weil viele mit den Tierwohl-Labeln noch nicht einmal etwas anfangen können. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentralen kam heraus, dass die Haltungskennzeichnungen des Handels den meisten nicht bekannt sind, obwohl diese ja auf den Fleischverpackungen direkt aufgeklebt sind. Nur 17% der Befragten gaben an, die Haltungskennzeichnung auf Fleischverpackung überhaupt schon einmal nur gesehen zu haben. Und das liegt vermutlich nicht daran, dass unsere Analphabetenquote seit der Veröffentlichung von Pokémon Go sprunghaft gestiegen ist, sondern weil es vielen Verbrauchern eben schnurzpiep egal ist, woher das Essen kommt. Hauptsache, es ist billig. Also wie können wir trotzdem für mehr Tierwohl sorgen? Indem wir Fleisch direkt teurer machen mit einer Fleischsteuer zum Beispiel, wie sie gerade auch in Niedersachsen wieder ein Thema ist. Eine Sondersteuer auf Fleisch. Die Idee ist nicht ganz neu. In der Landespolitik kommt sie unterschiedlich an. Wir hätten eben auch den Lenkungseffekt, dass Fleisch nicht mehr so billig ist und verramscht wird, so viel weggeworfen wird. Das tut auch jedem Landwirt weh. Und es würde im Vergleich zu Gemüse und Salat eben etwas teurer werden. Also wer glaubt, dass eine Fleischsteuer beim Landwirt für mehr Tierwohl ankommt, der glaubt auch an den vegetarischen Schlachthof. Das wird so nicht passieren. Von daher ist diese Idee eine Schnapsidee. Ob aber eine Sondersteuer kommt und Fleisch wirklich teurer wird, entscheidet am Ende der Bund. Bekommen durch eine Fleischsteuer kleinere Bauern wirklich das Geld, um damit ihre Betriebe umzubauen für mehr Tierwohl? Oder bekommen die Kohle nur wieder die großen Fleischunternehmen, wie das von Clemens Tönnies, Teilzeitpräsident bei Schalke 04 und Teilzeitkenner der afrikanischen Familienplanung, den man zudem hier wieder sehen kann, wie er schon seit 2 Wochen darauf wartet, dass irgendjemand sein High Five erwidert. Oder bestrafen wir damit dann nur diejenigen, die sich jetzt schon kaum eine Wurstscheibe leisten können? Also fassen wir einmal zusammen. Was sind wir selber bereit für das Tierwohl zu tun? Sind wir bereit, dass uns selber das Tierwohl wehtut, nämlich im Geldbeutel? Dem Ernährungsreport von 2019 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nach wünschen sich 81% der Menschen ein staatliches Tierwohlkennzeichen, das es nun gibt. Aber trotzdem beeinflusst es die Entscheidung an der Fleischtheke nicht, weil wir im Überfluss leben. Nicht nur kriegen wir billiges Fleisch an jeder Theke, wir können es auch ohne Bedenken wegschmeißen, weil es für uns keinerlei Wert mehr hat. Weil wir eben nicht mehr sehen, dass die Tiere, die uns die leckeren Schnitzel liefern, dafür unendlich leiden müssen. Etwas, das wir unseren Haustieren niemals antun würden, aber uns in der Massentierhaltung total Schnuppe ist. Nur ist das falsch. Vielmehr sind es, wieder einmal, wir selber, die sich nun fragen können, was ist uns das Tierwohl am Ende wert? Und nicht nur darüber reden, wie sehr wir es einsehen, dass das mehr kosten würde,
aber dann trotzdem wieder zu 95% den Mist aus der unteren Tierwohlstufe kaufen, sondern es besser zu machen. Denn weniger ist hier viel, viel mehr. Wer aber wirklich noch glaubt, dass Tiere nur da sind, um uns als Fressen zu dienen, über den kann man am Ende immer guten Gewissens sagen, der glaubt auch an den vegetarischen Schlachthof. Übrigens, dem Ernährungsreport von 2019 nach, interessieren sich 86% der Menschen bei uns für eine artgerechte Tierhaltung. Nur hier fängt schon das Problem an. Denn artgerecht ist weder irgendwo urheberrechtlich geschützt, noch ist es irgendwo auch nur ansatzweise definiert, was artgerecht überhaupt heißen soll. Wenn ich hier in der Show 15 Praktikanten zum Arbeiten auf der 0,75 Quadratmeter großen Toilette einsperre, dann kann das als artgerecht gelten. Denn zum einen sind das nur Praktikanten und zum anderen damit keine menschlichen Wesen. Nur fänden wir das bei Menschen, selbst bei der niedersten Form davon, nämlich AfD-Wählern, nicht okay. Wir hätten also gerne in der Massentierhaltung die eierlegende Wollmilchsau. Die darf aber nicht mehr kosten oder irgendwelche Extrawünsche haben. Und vielleicht passt sie sogar auf weniger als 0,75 Quadratmeter im Stall. Und wenn nicht, dann kann die ja vielleicht mal zusammenrücken oder die Couch in eine andere Ecke in ihrem Luxusmastkäfig verschieben. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.